Die Studentin meldete sich nicht mehr und die Polizei schaltete sich ein. Zunächst fanden sie keine Hinweise, doch schon bald nahm die Geschichte eine unerwartete Wendung, die den Verlauf der Ermittlungen grundlegend veränderte. Schließlich gelang es den Ermittlern, die Wahrheit aufzudecken, auf die niemand vorbereitet war. Shannon Schieber wurde am 8. August 1974 im US-Bundesstaat Maryland geboren. Seit ihrer Kindheit zeichnete sich das Mädchen durch eine außergewöhnliche Intelligenz aus. Mit 1,5 Jahren konnte sie das gesamte Alphabet aufsagen und sogar in umgekehrter Reihenfolge wiederholen, und mit 3 Jahren las sie bereits fließend. Nach ihrem Schulabschluss mit Auszeichnung schrieb sie sich an der Duke University in North Carolina ein, wo sie in nur 3 Jahren einen Bachelorabschluss in 3 Fachbereichen erwarb: Mathematik, Philosophie und Wirtschaft. Nach ihrem Abschluss arbeitete Shannon 1 Jahr lang in einem Finanzunternehmen. Sie plante jedoch, ihre Ausbildung fortzusetzen. Sie wollte einen Job im Finanzbereich finden, aber nicht, um viel Geld zu verdienen. Sie hatte sich schon immer für soziale Gerechtigkeit interessiert und wollte deshalb Menschen helfen, die in finanziellen Schwierigkeiten steckten. Mit 23 Jahren erhielt sie ein Stipendium an der renommierten Wharton School of Business, das die gesamten Studienkosten abdeckte, und zog nach Pennsylvania. Sie mietete eine Wohnung im Zentrum von Philadelphia, in der Nähe der Schule, und begann mit ihrem Doktoratsstudium. Neben ihren herausragenden akademischen Leistungen war Shannon auch sportlich sehr aktiv. Sie liebte Schwimmen, spielte Lacrosse und ritt gerne. Am 7. Mai 1998 um 2 Uhr morgens erhielt die Polizei von Philadelphia einen Anruf von einem Mann, der im selben Haus wie Shannon wohnte. Er sagte, er habe aus ihrer Wohnung einen durchdringenden Schrei einer Frau und den Ruf »Hilfe« gehört. Der Nachbar ging in den Flur und näherte sich ihrer Tür, hinter der zu diesem Zeitpunkt Geräusche zu hören waren, als würde jemand nach Luft ringen. Der Mann versuchte, die Tür zu öffnen, aber sie war verschlossen. Auch auf sein Klopfen und Rufen antwortete niemand, und so beschloss er, die Polizei zu rufen. Während die Beamten zum Tatort fuhren, ging der Nachbar ins Erdgeschoss und klopfte an die Wohnung eines befreundeten Ehepaares. Der Mann überlegte, die Tür einzuschlagen, aber alleine hätte er das nicht geschafft. Allerdings war nur die Frau zu Hause, ihr Mann war bei der Arbeit. Schließlich blieb der Nachbar, um auf die Polizei zu warten, die in weniger als 5 Minuten eintraf. Als sie sich der Tür von Shannon näherten, war hinter ihr kein einziger Laut mehr zu hören. Die Beamten klopften mehrmals, aber es kam keine Reaktion, sodass sie dachten, dass niemand zu Hause sei. Der Nachbar versuchte, sie davon zu überzeugen, dass aus dieser Wohnung Hilferufe zu hören waren und dass die Frau, die eine Etage tiefer wohnte, zur gleichen Zeit ein lautes Geräusch gehört hatte. Die Polizisten waren jedoch der Meinung, dass die Schreie von der Straße gekommen sein könnten und der Nachbar sich einfach geirrt hatte, als er dachte, dass das Geräusch aus Shannons Wohnung kam. Sie stellten außerdem fest, dass die Eingangstür keine Einbruchsspuren aufwies und verschlossen war. Einer der Polizisten ging auf die Straße und leuchtete mit einer Taschenlampe auf den Balkon der jungen Frau. Die Tür war geschlossen und die Vorhänge zugezogen. Aufgrund all dieser Umstände kamen die Beamten zu dem Schluss, dass sie keinen ausreichenden Grund hatten, die Tür aufzubrechen. Sie sagten den Nachbarn, sie sollten die Polizei erneut anrufen, wenn sie Schreie hörten, und fuhren weg. Am nächsten Morgen sollte Shannon sich mit ihren Kommilitonen treffen, um sich auf die Prüfungen vorzubereiten. Danach wollte sie mit ihrem Bruder in ein Café gehen. Sie erschien jedoch an keinem der vereinbarten Orte. Ihr Bruder begann sich Sorgen zu machen und fuhr zu Shannons Wohnung. Als erstes fiel ihm auf, dass ihre Balkontür offen stand, die Vorhänge jedoch zugezogen waren. Niemand antwortete auf sein Klopfen und ihr Bruder beschloss, ihre Eltern anzurufen. Da er kein Handy hatte, fuhr er zum Haus einer Bekannten, von wo aus er seine Mutter anrief. Die Frau sagte ihm, er solle zurückkommen und Shannons Nachbarn fragen, ob jemand einen Ersatzschlüssel habe, oder sie bitten, sich mit dem Wohnungseigentümer in Verbindung zu setzen. Der Bruder tat genau das. Er begann an jede Tür zu klopfen, aber zu diesem Zeitpunkt war in den meisten Wohnungen niemand zu Hause. Der Erste, der ihm die Tür öffnete, war derselbe Mann, der in dieser Nacht die Polizei gerufen hatte. Sobald Shannons Bruder sich vorgestellt und erklärt hatte, worum es ging, verstand der Nachbar sofort, dass der jungen Frau tatsächlich etwas Schlimmes zugestoßen sein könnte. Er erzählte ihrem Bruder von den Ereignissen dieser Nacht und gemeinsam rannten sie zu Shannons Wohnung. Gemeinsam gelang es ihnen, die Tür aufzubrechen und vor ihnen bot sich ein herzzerreißender Anblick.
Shannon lag mit dem Gesicht nach unten auf ihrem Bett. Ihre Kleidung fehlte, und sie erkannten sofort, dass die Frau tot war. Die Polizisten übergaben die Leiche der jungen Frau den medizinischen Experten und begannen mit der Untersuchung der Wohnung. An der Tür gab es keine Einbruchsspuren, daher vermuteten die Ermittler, dass der Mörder über den Balkon in die Wohnung gelangt sein könnte. Sie befand sich im 2. Stock, aber in der Nähe ihres Balkons stand ein Baum, über den man theoretisch auf den Balkon klettern konnte. An dem Baum war ein spezieller Schutz angebracht. Mit etwas Geschick hätte man ihn jedoch überwinden können. In der Wohnung selbst waren deutliche Spuren eines Kampfes zu sehen. Neben dem Bett lagen Bücher verstreut. Auf der Bettdecke, den Wänden und dem Balkon waren Blutspuren zu sehen. Es sah so aus, als hätte Shannon versucht, sich gegen den Täter zu wehren und ihn dabei verletzt, denn die Blutspuren auf dem Balkon deuteten eindeutig darauf hin, dass der Täter sie beim Verlassen der Wohnung hinterlassen hatte. Darüber hinaus fanden die Experten Spuren von Sperma auf dem Bett und schickten diesen Beweis zusammen mit dem Blut an das Labor. Die Ermittler stellten außerdem fest, dass der Mörder mehrere Gegenstände aus der Wohnung mitgenommen hatte. Er stahl einen Füllfederhalter, eine Halskette, einen Rucksack, eine Kamera und zahlreiche CDs. Medizinische Experten stellten fest, dass das Opfer durch Ersticken ums Leben gekommen war und fanden Spuren von Misshandlung. Außerdem fanden sie fremdes Blut an Shannons Zähnen. Anscheinend hatte sie den Täter gebissen, was zu einer ziemlich starken Blutung geführt hatte. Was den Zeitpunkt des Todes angeht, stellten die Experten fest, dass dieser wenige Minuten vor dem Anruf von Shannons Nachbar bei der Polizei eingetreten sein könnte. Es war jedoch unmöglich, dies auf die Minute genau zu bestimmen. Eine Tatsache fiel jedoch sofort ins Auge. Wie wir uns erinnern, war die Balkontür zum Zeitpunkt des nächtlichen Besuchs der Polizei geschlossen. Und als Shannons Bruder und Nachbar in die Wohnung der jungen Frau eindrang, war diese Tür bereits offen. Dabei hörte der Nachbar Geräusche, als würde jemand nach Luft ringen, noch bevor er die Polizei rief, was bedeutet, dass das Opfer mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits tot war, als die Polizisten bei ihr zu Hause ankamen. All dies deutete also darauf hin, dass sich der Täter in der Wohnung befunden haben musste, als die Beamten vor der Tür der Frau standen und sich weigerten, sie aufzubrechen. In der Zwischenzeit analysierten Experten das Blut und Sperma, das in der Wohnung des Opfers gefunden wurde. Beide Proben gehörten einem unbekannten Mann, der nicht in der Datenbank erfasst war. Die Ermittler schickten auch Informationen über die aus Shannons Wohnung gestohlenen Gegenstände an lokale Pfandhäuser, in der Hoffnung, dass der Täter sie verkaufen würde. Dies führte jedoch zu keinem Ergebnis. Darüber hinaus begannen sie, einen Kommilitonen der Frau als Verdächtigen ins Visier zu nehmen. Dieser stellte ihnen jedoch seine DNA-Probe zur Verfügung, die nicht mit der DNA des Täters übereinstimmte. Ein weiterer Hinweis kam von Shannons Angehörigen. 2 Tage vor ihrem Tod erzählte sie, dass ihr ein seltsamer Mann auf der Straße gefolgt sei und sie mehrere Runden durch die benachbarten Straßen laufen musste, um ihn nicht zu ihrem Haus zu führen. Die Polizei schloss nicht aus, dass es sich dabei um den Mörder handeln könnte. Doch diese Information brachte sie seiner Festnahme nicht näher. Seitdem gab es in diesem Fall keine nennenswerten Fortschritte, und in den folgenden Monaten kamen die Polizisten der Festnahme des Täters nicht näher. Das ging fast ein Jahr lang so, bis es in diesem Fall zu einer ziemlich unerwarteten Wendung kam. Ein Mann, der anonym bleiben wollte, rief bei der lokalen Zeitung Philadelphia Inquirer an. Er erzählte, dass die Ermittler im Fall Shannon keinen Zusammenhang zwischen diesem Mord und mehreren anderen Übergriffen auf Frauen in derselben Gegend gesehen hätten. Die Journalisten begannen, seine Aussagen zu überprüfen und fanden heraus, dass es im Zentrum von Philadelphia tatsächlich sehr ähnliche Verbrechen gegeben hatte. Am 20. Juni 1997, ein Jahr vor dem Mord an Shannon, kletterte ein Mann durch das Fenster in die Wohnung einer Frau und griff sie an. Er versuchte, sich an ihr zu vergehen, aber die Frau konnte ihn davon abbringen. Sobald er gegangen war, rief die Frau die Polizei und übergab ihnen sogar ein Haar des Täters, das auf das Bett gefallen war. Die Polizei schickte es jedoch nicht ins Labor. 3 Wochen später, am 11. Juli, kam die Frau nach einer Party mit Freunden nach Hause, nachdem sie ziemlich viel Alkohol getrunken hatte. Sie schlief sofort ein, wachte jedoch einige Stunden später auf und stellte fest, dass alle ihre Kleider verschwunden waren und ihr Haar nass war. Außerdem hatte sie Kratzer am Hals und geplatzte Kapillaren in den Augen. Sie wandte sich an die Polizei, die den Fall jedoch als Raubüberfall einstufte. Am 6. August schlief die Frau in ihrer Wohnung,
als ein Mann durch das Fenster zu ihr kletterte. Er bedeckte ihren Kopf mit einem Kissen, legte ihr einen Gürtel um den Hals und misshandelte das Opfer, bevor er floh. Experten fanden Spuren seiner DNA auf dem Laken. Allerdings gab es zu diesem Zeitpunkt noch keine FBI-Datenbank, sodass sie keine Vergleiche mit anderen Fällen anstellten. Eine Woche später, am 13. August, wachte die Frau auf und entdeckte einen unbekannten Mann in ihrem Schlafzimmer. Er verging sich an ihr und verschwand. Später entnahmen Experten eine Probe seiner DNA. Diesmal forderten die Polizisten einen Abgleich mit dem Fall vom 6. August und die DNA-Analyse ergab eine vollständige Übereinstimmung. Die Wohnungen aller Opfer befanden sich in unmittelbarer Nähe zueinander, einige sogar in derselben Straße. Aus irgendeinem Grund stuften die Polizisten jedoch die meisten dieser Fälle nicht als Straftaten ein, sodass niemand auch nur versuchte, eine umfassende Untersuchung durchzuführen. Bei näherer Recherche fanden Journalisten heraus, dass dies eine weit verbreitete Praxis bei der Polizei von Philadelphia war. Ein Großteil der Anzeigen wegen Misshandlung wurde nicht als Straftat eingestuft. Der Grund dafür war, dass die Polizisten oft an der Wahrhaftigkeit der Aussagen der Frauen zweifelten. Einige hochrangige Beamte erklärten sogar offen, dass die Hälfte der Frauen, die Misshandlung meldeten, einfach lügen würden. Schließlich veröffentlichte die Zeitung einen umfangreichen Artikel zu diesem Thema, der große Resonanz fand. Dies zwang die Polizei, alle Misshandlungsanzeigen, die nicht als Straftaten eingestuft worden waren, zu überprüfen, woraufhin sie etwa 1500 Fälle neu einstufte. Darüber hinaus widmete der Artikel dem Fall Shannon große Aufmerksamkeit. Die Journalisten wiesen auf den fast offensichtlichen Zusammenhang mit anderen Misshandlungsfällen hin und warfen der Polizei vor, dass sie diese Fälle nicht schon früher miteinander in Verbindung gebracht hatte. Als Shannon zum Studium nach Philadelphia kam, suchte sie eine Wohnung in einer sicheren Gegend, weshalb sie sich für eine Wohnung in diesem Haus entschied. Nur wussten weder sie noch die anderen Bewohner der Gegend, dass direkt vor ihrer Nase ein Serienverbrecher sein Unwesen trieb, da die Polizei keinen Zusammenhang zwischen seinen Übergriffen erkennen konnte. Nun zwang der Zeitungsartikel die Polizei dazu, ihre Herangehensweise an diesen Fall grundlegend zu ändern. Während zuvor die Haupthypothese der Ermittler lautete, dass jemand aus Shannons Umfeld, beispielsweise ihr Ex-Freund, für den Mord verantwortlich sein könnte, forderten sie nun einen Vergleich der DNA-Proben des Mörders mit den Proben, die die Täter bei ihren Übergriffen hinterlassen hatten. Die Analyse ergab, dass sie von ein und demselben Mann stammten. Trotzdem blieb für die Polizei ein großes Problem bestehen. Sie hatten nicht die geringste Ahnung, wie sie die Identität dieses Mannes feststellen konnten. Allerdings hatten sie einen ziemlich wichtigen Hinweis. Eines der Opfer der Misshandlung hatte das Gesicht des Täters gesehen und den Beamten vor vielen Monaten eine Beschreibung gegeben. Nun erstellten sie ein Phantombild des Mannes, schickten es an lokale Zeitungen und setzten eine Belohnung von $40.000 für Hinweise aus, die zu seiner Ergreifung führen würden. Dies führte zu einer Flut von Hinweisen, die jedoch alle in einer Sackgasse endeten. So ging es weiter bis zum 13. September, als der Täter erneut zuschlug. Er misshandelte eine Frau, die in derselben Gegend wohnte. Aber auch dieses Mal gelang es ihm, der Festnahme zu entgehen. Einige Zeit später sah einer der Detectives in einer Fernsehsendung einen Beitrag darüber, wie Polizisten einen Verbrecher mit einer Methode namens geografisches Profiling gefasst hatten. Dabei betrachten Experten die Tatorte eines einzelnen Täters und bestimmen auf dieser Grundlage mögliche Wohngebiete des Täters. Die Ermittler im Fall Shannon wandten sich an einen Experten, der an dieser Sendung mitgewirkt hatte, und er erstellte für sie eine Karte mit möglichen Wohngebieten des Mörders. Die Polizisten begaben sich an diese Orte, hängten Fahndungsfotos des Mannes aus, sprachen mit den Einwohnern, aber all das führte zu nichts. Seitdem gab es in ihrer Stadt keinen neuen Überfall mehr, und die Polizisten begannen zu glauben, dass der Täter untergetaucht sein könnte. So ging es bis Mitte 2000 weiter, als die Ermittler auf eine Anfrage ihrer Kollegen vom Polizeidezernat in Colorado aufmerksam wurden. Diese hatten Informationen über eine Reihe von Übergriffen in der Stadt Fort Collins, fast 3000 Kilometer von Philadelphia entfernt, an alle Bundesstaaten verschickt. Die Ermittler im Fall Shannon bemerkten sofort, dass die Vorgehensweise dieses Täters praktisch identisch mit der ihres schwer fassbaren Mörders war. Er drang in die Wohnungen von Frauen ein, die dort allein waren, verging sich an ihnen und verschwand dann. Dabei hinterließ er mehrere DNA-Proben und einen Fingerabdruck.
Die Ermittler aus Philadelphia baten um einen Vergleich dieser Proben mit denen, die in Shannons Wohnung gefunden worden waren, und erhielten eine 100%ige Übereinstimmung. Nun war ihnen klar, dass der Mörder ans andere Ende des Landes gezogen war, wo er weiterhin Frauen überfiel. Für die Polizei war dies die erste ernsthafte Gelegenheit, die Identität des Täters festzustellen. Sie beschlossen, die Informationen über Finanztransaktionen mit Bankkarten, die während der Serie von Überfällen in Philadelphia getätigt wurden, zu untersuchen und sie mit ähnlichen Daten aus Colorado zu vergleichen. Auf diese Weise hofften sie, Personen zu finden, die sich zum Zeitpunkt der Verbrechen an beiden Orten aufgehalten hatten. Natürlich war es nicht einfach, all diese Informationen zu sammeln, aber schließlich erhielten die Ermittler eine Liste mit 319 Männern im Alter von 20 bis 30 Jahren, deren Bankkarten während der Überfälle in Philadelphia und Fort Collins verwendet worden waren. Anschließend grenzten sie den möglichen Wohnort des Mörders in Philadelphia mit Hilfe eines Experten auf bestimmte Stadtteile ein, wodurch die Liste der Verdächtigen auf 83 Namen reduziert wurde. Sie schickten diese Liste an ihre Kollegen in Colorado, die versuchten, die Beteiligung einer dieser Personen festzustellen. Doch schon bald verübte der unbekannte Täter einen weiteren Angriff, woraufhin die Polizei einen Brief erhielt. Darin stand: „Es tut mir leid, aber ich kann euch noch nicht erlauben, mich zu fangen. Ich bin nicht in Colorado, es hat mir dort nicht einmal gefallen. Ich mag keine Kälte und ich möchte nicht mehr in Fort Collins auftauchen. Ich muss zugeben, ihr seid überall. Ich möchte, dass ihr mich fängt, denn ich mag meine Tätigkeit nicht. Sie hält mich von Menschen fern und ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Ich fühle mich manchmal sehr einsam." Darüber hinaus enthielt der Brief Details zu mehreren Verbrechen, die nur den Detectives bekannt waren. Dies bestätigte, dass der Verfasser des Briefes derselbe Verbrecher war, obwohl er weder Fingerabdrücke noch DNA enthielt. Die Ermittler glaubten, dass der Mann mit diesem Brief versuchte, sie zu verwirren und dass er Fort Collins möglicherweise gar nicht verlassen hatte. Allerdings gelang es ihnen weiterhin nicht, ihn zu fassen, und die Zeit verging. Das Problem war, dass in Pennsylvania die Verjährungsfrist für Misshandlung nur 5 Jahre betrug, der Täter jedoch mindestens seit 1997 Frauen überfiel. Somit blieben der Polizei weniger als 2 Jahre, um Gerechtigkeit für alle seine Opfer in Philadelphia zu erlangen. Für den Mord an Shannon hätte er ohnehin eine harte Strafe erhalten. Die Ermittler baten weiterhin die Öffentlichkeit um Mithilfe und erhielten während der gesamten Ermittlungen mehrere tausend Anrufe. Das ging so weiter, bis die Polizei endlich einen interessanten Hinweis erhielt. Im Jahr 2002 rief eine Frau an und sagte, dass der Phantombild des Verdächtigen ihrem Ex-Freund Troy Graves ähnele. Die Ermittler stellten sofort fest, dass dieser Mann auf ihrer Liste mit 83 Namen stand, aber das war noch nicht alles. Bald darauf rief ein Mann bei der Polizei an, der die Beschreibung des Autos des Täters gesehen hatte, das eines der Opfer bemerkt hatte. Er sagte, dass sein Nachbar, ein Mann namens Troy Graves, ein ähnliches Auto habe. Die Ermittler begannen, diesen Mann zu überprüfen und fanden heraus, dass er in einer Bank arbeitete, die sich in genau dem Stadtteil von Philadelphia befand, in dem alle Überfälle stattgefunden hatten. Im Jahr 1999, als die Verbrechen aufhörten, trat er in die Armee ein. Dort wurde ihm eine Verwarnung erteilt, weil Troy versucht hatte, die Tür des Zimmers einer Frau aufzubrechen. Er bestritt jedoch diese Vorwürfe. Der Mann diente in Wyoming, lebte aber in einem anderen Bundesstaat, nur wenige Kilometer entfernt, in Fort Collins, Colorado. So erhielten die Polizisten die Bestätigung, dass sich der Mann in beiden Städten aufgehalten hatte, in denen die Überfälle stattfanden. Dann sprachen sie mit seiner Ex-Freundin, die erzählte, dass Troy regelmäßig nachts spazieren ging und dann mit Kratzern und blauen Flecken zurückkam, die er nicht erklären konnte. Und schließlich hatte Troy dieselbe Blutgruppe wie der Mörder von Shannon. All dies deutete darauf hin, dass der Mann der Täter sein könnte, und die Polizei beschloss, mit ihm zu sprechen. Sie kamen zu seinem Haus, aber er war nicht da. Dann hinterließ einer der Detectives seine Visitenkarte an der Tür, die später von Troys Frau gefunden wurde, mit der er seit einem Jahr zusammen war. Sie rief den Ermittler an und sagte, ihr Mann sei gerade auf einer Militärbasis. Dennoch sprach sie mit ihm, und der Mann erklärte sich bereit, sich mit den Polizisten zu treffen. Die Ermittler beschlossen jedoch, ihm nicht einfach zu glauben, sondern Troys Bewegungen zu überwachen. Deshalb schickten sie verdeckte Ermittler hinter ihm her. Schließlich kam er doch zur Polizeistation,
und der Detective begann, ihm die üblichen Fragen zu stellen. Er stellte fest, dass Troy keine Vorstrafen hatte. Er fragte ihn nach dem Vorfall in der Armee, für den er eine Verwarnung erhalten hatte, und kam dann zu den Übergriffen in 2 Städten und dem Mord an Shannon. Troy bestritt seine Beteiligung. Schließlich bat der Detective ihn, seine Fingerabdrücke und eine DNA-Probe abzugeben. Der Mann schwieg 6 Sekunden lang und antwortete dann, dass er dies gerne tun würde, aber zuerst mit seiner Frau sprechen müsse, weshalb er alles am nächsten Tag abgeben würde. In diesem Moment teilte der Detective Troy mit, dass er ihn festnehmen werde, woraufhin seine Fingerabdrücke und seine DNA genommen wurden. Die Analyse ergab, dass sie vollständig mit dem Blut und Sperma in Shannons Wohnung übereinstimmten, also auch mit allen anderen Spuren, die bei den Übergriffen in anderen Städten hinterlassen worden waren. Am 23. April wurde er wegen 6 Fällen von Misshandlung in Colorado angeklagt, was insgesamt 27 Anklagepunkte ergab. Einige Tage später kamen weitere 50 Anklagepunkte für Verbrechen in Pennsylvania hinzu, darunter der Mord an Shannon. Nach seiner Verhaftung kamen einige interessante Fakten ans Licht. Eine seiner Ex-Freundinnen erkannte ihn auf einem Fahndungsfoto in den Nachrichten, lange bevor die Polizei seine Identität herausfand. Aus irgendeinem Grund meldete sie dies jedoch nicht den Ermittlern. Außerdem hatten Polizisten aus Philadelphia Troys Auto im Januar 1999 angehalten, als sie nach Shannons Mörder suchten. Nach einem kurzen Gespräch wurde der Mann jedoch wieder freigelassen. In der Zwischenzeit wurde entschieden, welcher Staat den Mann als erster vor Gericht stellen würde. In Colorado drohte ihm eine lange Haftstrafe wegen Misshandlung, aber in Pennsylvania hätte der Mann wegen Mordes die Todesstrafe erhalten können. Während diese Frage geklärt wurde, sagte Troy seinem Anwalt, dass er bereit sei, alles zu gestehen, wenn dafür die Todesstrafe aufgehoben würde. Die Staatsanwälte beider Bundesstaaten stimmten diesem Deal zu. Zuvor hatten sie mit Shannons Eltern gesprochen, die sich in jedem Fall gegen die Todesstrafe aussprachen, auch wenn der Täter nicht gestehen würde. Sie begründeten dies damit, dass ihre Religion Mord in jeder Form verbietet und sie selbst in einer solchen Situation nicht bereit sind, ihre Prinzipien aufzugeben. Sie sprachen mit allen Opfern Troys aus Philadelphia und Fort Collins, die ihre Entscheidung unterstützten. Darüber hinaus wiesen die Eltern auf ein weitaus wichtigeres Problem hin. Hätten die Polizisten die Misshandlungsvorwürfe ernster genommen, hätten sie viel früher erkannt, dass ein Serienmörder in ihren Straßen sein Unwesen trieb, und vielleicht wäre Shannon noch am Leben. Die Mehrheit der Gesellschaft sprach sich jedoch für die Todesstrafe aus, und viele konnten nicht verstehen, wie Shannons Eltern sich für den Erhalt des Lebens des Mörders einsetzen konnten. All dies hatte jedoch keinen Einfluss auf ihre Entscheidung, und der Deal wurde abgeschlossen. Danach erzählte Troy in allen Einzelheiten, wie er Shannon ermordet hatte. Er war über den Balkon in ihre Wohnung geklettert, während sie im Badezimmer war. Die Frau erschrak und versuchte, ihn abzuwehren, kratzte ihm das Gesicht und biss ihm sogar in den Finger, woraufhin Troy begann, sie zu würgen. Sie verlor das Bewusstsein, und dem Mann schien es sogar, als hätte er ihr das Genick gebrochen. Bald darauf hörte er ein Klopfen an der Tür. Troy bestand jedoch darauf, dass niemand auf der anderen Seite gesagt habe, es sei die Polizei. Er fügte hinzu, dass er keinen Polizeiwagen gesehen habe, als er über den Balkon aus der Wohnung geklettert sei. Dennoch gab es einige Ungereimtheiten in seinem Geständnis. Der Mann sagte, er habe die Balkontür hinter sich geschlossen, als er floh. Der Bruder des Opfers hatte jedoch deutlich gesehen, dass diese Tür am Morgen offen stand. Trotz dieser Details war Troys Beteiligung offensichtlich, sodass niemand Zweifel an seiner Schuld hatte. Am 17. Mai wurde der Mann wegen 6 Fällen von Misshandlung in Colorado zu lebenslanger Haft verurteilt und anschließend nach Pennsylvania überstellt. Dort erhielt er eine lebenslange Haftstrafe für den Mord an Shannon sowie 60 bis 120 Jahre Gefängnis für 6 Fälle von Misshandlung in Philadelphia. Damit musste Troy für den Rest seines Lebens hinter Gitter. Für Shannons Eltern war die Geschichte damit jedoch noch nicht beendet. Ihr Vater verklagte die Polizeibehörde von Philadelphia und bestand darauf, dass Shannon noch am Leben sein könnte, wenn die Ermittler die Serie von Misshandlungen miteinander in Verbindung gebracht und mit den Ermittlungen begonnen hätten. Das Gericht kam jedoch zu dem Schluss, dass die Polizei keine Schuld am Tod von Shannon trug, und sie wurden nicht bestraft. Die Behörden nahmen sich dieses Problems jedoch an und setzten einen eigenen Ausschuss ein, der sich mit der Überprüfung von Misshandlungsanzeigen befasste, die über viele Jahre hinweg praktisch nicht untersucht worden waren.
Ihre Eltern setzten sich weiterhin gegen die Todesstrafe als Form der Bestrafung ein, und ihre Mutter startete sogar eine Initiative in 20 Bundesstaaten. Darüber hinaus äußerte sie den Wunsch, Troy im Gefängnis zu besuchen und mit ihm zu sprechen. Ob dieses Treffen stattfand, ist jedoch nicht bekannt. Derzeit befindet er sich weiterhin hinter Gittern und hat praktisch keine Chance, jemals wieder auf freien Fuß zu kommen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.